Hallo, heute mal wieder ein Video, welches durch eine Diskussion im Internet angeregt wurde. Diesmal ging es in einem Musikerboard um die Frage Germanium- oder Siliziumtransistor. Was ist besser, wo liegen die Unterschiede und was sind die Vor- und Nachteile? Dabei werden, wie ich finde, verschiedene Dinge einfach in einen Topf geworfen. Natürlich gibt es Unterschiede aufgrund der verschiedenen Halbleitermaterialien. Einiges ist aber eher eine Folge der unterschiedlichen Herstellungstechnologien. Man vergisst dabei oft, dass da moderne Siliziumtransistoren mit Germaniumtransistoren aus den 1960er Jahren verglichen werden. Damals hat man noch mit anderen Fertigungsverfahren gearbeitet und hat sie auch noch nicht so gut beherrscht wie heute. Darum will ich mich jetzt mit euch nicht über die Anwendung, sondern über die Herstellung von Halbleiterbauelementen damals und heute unterhalten und über die Grenzen, an die wir mittlerweile bei der Miniaturisierung stoßen. Herzlich willkommen bei Technik selbst erlebt. Ich habe hier zwei Transistoren aus alter DDR-Produktion. Einen Germanium-Legierungstransistor vom Typ GC116, das entspricht in etwa einem AC125. Das war übrigens der erste Transistor, den ich mir von meinem Taschengeld gekauft habe. Und hier ein Silizium-Planar-Transistor SC237, das entspricht einem BC237. Wie die Bezeichnungen schon andeuten, wurden die durch unterschiedliche Verfahren hergestellt. Bevor wir uns auf die Halbleitertechnologie stürzen, kommen wir nochmal auf die Eingangsfrage zurück. Germanium oder Silizium? Welche Argumente liest man da? Ein Punkt, der oft aufgeführt wird, ist die geringere Schwell- oder Flussspannung des PN-Übergangs beim Germanium. Auch wenn hier in dem Beitrag von der Durchbruchsspannung gesprochen wird. Das ist dann wohl eher die maximale Sperrspannung einer Diode. In Durchlassrichtung kann man nicht von einem Durchbruch sprechen. Hier geht der Pluspunkt an das Germanium mit der wesentlich geringeren Flussspannung von etwa 0,3 Volt gegenüber den 0,7 Volt beim Silizium. Eine ideale Diode hätte gar keine Flussspannung, wodurch dann auch keine Verlustleistung entstehen würde. Dieser Unterschied ist wirklich materialbedingt und vom Herstellungsverfahren unabhängig. Da der Begriff nun schon mal gefallen ist, wie sieht es denn mit der Durchbruchsspannung bei der Basis-Emitter-Diode aus? Wir hatten das ja schon mal angesprochen beim letzten Schaltungsanalyse-Video, wo wir Germanium durch Siliziumtransistoren ersetzt haben. Die Basis-Emitter-Sperrspannung war beim Germaniumtransistor wesentlich höher, mehr als doppelt so hoch. Bei Verstärkeranwendungen ist das uninteressant, weil die Diode in Durchlassrichtung betrieben wird. Im Schalterbetrieb, bei digitalen Anwendungen, kann das schon von Interesse sein. Also auch hier geht der Punkt an den Germaniumtransistor. Allerdings liegt das hier eher am Herstellungsverfahren. Dann wird genannt der höhere Reststrom beim Germanium, der auch ein größeres Rauschen verursacht und weshalb die Transistoren auch gerne mal thermisch durchgegangen sind, wenn man keine ausreichende Arbeitspunktstabilisierung hatte. Erschwerend kommt noch dazu, dass Germaniumbauelemente nicht ganz so hohe Temperaturen wie Silizium vertragen. Das ist wieder eine Materialeigenschaft. Germanium hat eine höhere Eigenleitung. Wenn wir mal die spezifischen Widerstände oder Leitwerte von reinem Germanium und Silizium vergleichen, sehen wir, dass die Leitfähigkeit beim Germanium rund 4 Zehnerpotenzen höher ist. Hier punktet jetzt der Siliziumtransistor. Als viertes nennt man dann oft die geringere Stromverstärkung von Germaniumtransistoren. In der Masse lagen die irgendwo zwischen 20 und 100. Bei meinen Silizium-Mini-Plus-Transistoren aus dem Bastlerbeutel liegen die etwa zwischen 200 und 500, bei einigen Exemplaren noch darüber. Hier spielt aber in erster Linie wieder die Technologie eine Rolle. Niemand verbietet, Germaniumtransistoren mit hoher Stromverstärkung zu bauen. Trotzdem geht der Punkt an den Siliziumtransistor. Auf eine weitere Eigenschaft kommen wir zum Schluss nochmal zu sprechen, da die in solchen HiFi- oder Musikerboards keine Rolle spielt. Bisher haben wir also ein Unentschieden. 2 Punkte für beide, wobei jeweils ein Punkt auf das Material und einer auf die Technologie zurückzuführen ist. Fangen wir mal ganz am Anfang an. Der erste Transistor war noch ein sogenannter Spitzentransistor. Auf einen N-leitenden Germaniumkristall wurden 2 Metallspitzen in einem Abstand von 20 bis 50 Mikrometer aufgesetzt. Dabei entsteht kein klassischer PN-Übergang, sondern eher ein Metall-Halbleiterübergang wie bei der Schottky-Diode.
Die wirken so, als ob Emitter und Kollektor p-dotiert wären. Es entsteht also ein PNP-Transistor. Der Kollektor wird dann noch mit einem Stromstoß quasi festgeschweißt. Durch Verunreinigung aus dem Draht entstand dabei aber an der Grenze ein zusätzliches N-Gebiet. Also eigentlich ist das jetzt eine 4-Schicht-Diode mit einer Steuerelektrode und das ist ein Thyristor. Das ist der Grund, warum sich Spitzentransistoren unter bestimmten Bedingungen merkwürdig verhalten haben. Es konnte vorkommen, dass der Transistor praktisch zündete, also voll durchschaltete, wodurch er dann für analoge Signale nicht mehr ansprechbar war. Aber es gab noch andere Probleme. Hergestellt wurden die Transistoren in Handarbeit. Es waren Unikate, auch was die technischen Daten angeht. Deshalb bekam jeder Transistor ein eigenes Datenblatt mit den Messwerten. Das macht es aber so gut wie unmöglich, transistorierte Geräte in Serie herzustellen. Die Spitzentransistoren konnten die Röhre noch nicht ablösen. Sie waren auch sehr empfindlich gegen Lötwärme und die Lebensdauer wurde mit maximal 100.000 Stunden angegeben, was für einen Transistor sehr wenig ist. Darum baute man sie in Gehäuse mit einem Sockel ein, sodass man sie schnell wie eine Röhre auswechseln konnte. Besser wurde es dann mit den Nachfolgern, zum Beispiel den Legierungstransistoren. Man geht wieder von einem N-leitenden Germaniumkristall aus. Von 2 Seiten wird eine Indiumperle aufgelegt. Dann erhitzt man bis zum Schmelzpunkt des Indiums, wodurch eine Legierung aus Germanium und Indium entsteht. Wenn dreiwertige Indiumatome die Germaniumatome teilweise ersetzen, entsteht ein p-leitendes Gebiet, was wieder einen PNP-Transistor ergibt. NPN-Transistoren auf die Art herzustellen war nicht ganz so einfach. Man muss 5wertige Atome wie Antimon oder Arsen einbringen, was nicht so direkt erfolgen kann. Man musste die Stoffe erst mit einem neutralen Metall verbinden, zum Beispiel Blei. Das macht es komplizierter und die Konzentration ist dann auch geringer. Darum waren Germaniumtransistoren überwiegend PNP-Typen. Jetzt denken wir mal daran, was ich in dem Video zum Transistor gesagt habe, worauf es ankommt. Der Basisbereich soll möglichst schmal sein und der Emitter hoch dotiert, damit möglichst viele Ladungsträger in den Basisbereich kommen und vom Kollektor eingesammelt werden können. Die Breite der Basisschicht hängt davon ab, wie weit sich die Legierungszonen ausbreiten können. Geht man zu weit, wird der Kristall durchlegiert und es gibt gar keinen Basisbereich mehr. Da man die Technologie noch nicht so perfekt beherrschte, hörte man lieber etwas früher auf. Dadurch waren die Basisbreiten nicht immer ganz optimal, aber man bekam wenigstens funktionsfähige Exemplare mit einer akzeptablen Ausbeute. Durch den Legierungsprozess bekam man 2 ähnliche PN-Übergänge. Der Emitter war jetzt nicht besonders stark dotiert. Man konnte die Eigenschaften nur ein wenig durch die Größe der Indiumperlen beeinflussen. Das alles hat jetzt zur Folge, dass die Stromverstärkungen auf der einen Seite nicht ganz so groß sind, aber die Sperrspannung der Basis-Emitter-Diode relativ hoch bleibt. Bei hochdotierten Halbleitern würde die Sperrschicht und damit die Durchbruchsspannung kleiner. Einen Extremfall haben wir schon in einem anderen Video gesehen, nämlich die Tunneldiode, die gar keine Sperrwirkung mehr hat. Anders beim Silizium-Planartransistor. Der Name deutet ja schon auf eine ebene Fläche hin, während der Legierungstransistor eher aussieht wie ein Kristall mit 2 Pickeln. Die Strukturen werden in den Kristall eingebracht. In einen N-Kristall kommt zuerst ein p-leitendes Gebiet, was später den Basisbereich bildet. Und dann als Emitter ein weiteres hochdotiertes N-Gebiet. Im Gegensatz zum Legierungstransistor konnte man jetzt in jedem Prozessschritt die Dotierung genau einstellen. Mit der gleichen Technologie war man jetzt auch in der Lage, nicht nur einzelne Bauelemente, sondern komplexe Strukturen, also ganze integrierte Schaltungen herzustellen. Sehen wir uns mal die wichtigsten Schritte bei der Herstellung von Halbleitern an, am Beispiel eines einfachen NPN-Transistors. Als erstes brauchen wir mal reines Silizium. Das Ausgangsmaterial findet man im wahrsten Sinne des Wortes wie Sand am Meer. Siliziumdioxid oder einfach Quarzsand. Mit Hilfe von Kohlenstoff wird das Silizium vom Sauerstoff befreit, denn der verbindet sich zu Kohlenmonoxid. Man muss nur aufpassen, dass sich der Kohlenstoff nicht auch mit dem Silizium zu Siliziumkarbid verbindet. Durch weitere chemische Reaktionen werden auch andere Verunreinigungen weitestgehend entfernt. Das polykristalline Silizium wird in Stäbe geformt und muss jetzt noch weiter gereinigt werden. Dazu legt man um den Stab eine Spule, durch die man einen hochfrequenten Wechselstrom schickt.
Durch Wirbelströme wird das Silizium an der Stelle so weit erhitzt, dass es schmilzt. Mit der Spule zieht man diese Schmelzzone über den gesamten Stab hinweg, wobei sich Verunreinigungen in der Schmelze lösen und mit nach unten wandern. Das wiederholt man dann so oft, bis die gewünschte Reinheit erreicht ist. In der Form ist das Silizium aber noch nicht geeignet, um daraus Halbleiterbauelemente herzustellen. Wir brauchen einen sogenannten Einkristall, in dem die Siliziumatome schön in Reihe und Glied angeordnet sind. Jedes Siliziumatom verbindet sich ja, wenn es kann, mit 4 weiteren Atomen. So entsteht eine schön ausgerichtete Kristallstruktur. Das kann man auf 2 verschiedene Arten erreichen. Einmal das Czochralski-Verfahren. Das Silizium kommt in einen Schmelztiegel gleich zusammen mit den Dotierungsatomen. Diese Schmelze impft man dann mit einem kleinen Einkristall, an dem sich dann die Atome aus der Schmelze anlagern und der Kristall wächst. Dabei wird der Kristall langsam gedreht und aus der Schmelze gezogen. Dadurch entsteht mit der Zeit ein zylinderförmiger Einkristall, dessen Durchmesser von der Zielgeschwindigkeit abhängt. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess. Der Kristall wächst mit etwa 2 bis 25 cm pro Stunde. Während der gesamten Zeit muss die Schmelze auf einer konstanten Temperatur gehalten werden und Erschütterungen sollte man vermeiden. Ein Nachteil der Methode ist, dass die Konzentration der Dotierungsatome mit der Zeit in der Schmelze zunimmt und die Dotierung des Einkristalls nicht einheitlich wird. Die andere Methode ist ähnlich dem Reinigungsverfahren, nämlich das Zonenziehen. Hier wird immer nur ein kleiner Bereich aufgeschmolzen, wo dann der Einkristall wachsen kann. Die Dotierung erfolgt hier aus dem umgebenden Gas, wodurch sie relativ konstant bleibt. Das Ergebnis sieht dann etwa so aus. Jetzt wird der Kristall in dünne Scheiben geschnitten und so erhält man den sogenannten Wafer, wo die Strukturen aufgebracht werden können. Durch das Sägen wird die Kristallstruktur an der Oberfläche allerdings gestört, weshalb man erstmal wieder etwas Material durch Polieren und Ätzen abtragen muss. Ich habe hier so einen kleinen Wafer, auf dem ich im Studium ein paar Strukturen aufgedampft habe. Der hat einen Durchmesser von 2 Zoll, also rund 5 cm. Die kleine gerade Kante diente dazu, dass man den Wafer immer exakt ausrichten kann. Die heute gängigen Wafer haben 12 Zoll Durchmesser, das ist das Format Langspielplatte. Und man will demnächst übergehen auf 450 mm Scheiben. Welchen Vorteil bringen denn jetzt größere Wafer? Es bringt natürlich einen Kostenvorteil, wenn man mit einem Produktionsdurchlauf mehr Chips mit Eimer herstellen kann. Außerdem entsteht am Rand weniger Abfall, weil man ja versucht, viereckige Chips aus einem runden Wafer zu fertigen. Wie entsteht jetzt daraus unser Planartransistor? Normalerweise wird der nicht direkt auf dem Wafer aufgebracht. Die eigentlich aktive Schicht bringt man zusätzlich auf. Eine Methode ist die Gasphasenepitaxie. Epitaxie heißt so viel wie obendrauf oder über. Man lässt auf die Oberfläche eine weitere Einkristallschicht aufwachsen. Dazu benutzt man zum Beispiel ein Gas wie Silan, SiH4. Das ist nicht so ganz ohne. Wenn man da eine Gasflasche aufdreht, gibt es meist eine Stichflamme, da es sich bei Zimmertemperatur selbst entzünden kann. Generell werden wir sehen, dass bei der Halbleiterherstellung sehr viele Hochtemperatur- und damit energieintensive Arbeitsschritte notwendig sind und viele unangenehme Chemikalien benutzt werden. Bei einer Temperatur von etwa 1000 Grad Celsius spaltet sich das Silan auf und das Silizium kann sich an der Oberfläche anlagern. Als nächstes müssen wir unser p-leitendes Basisgebiet einbringen. Das kann durch Diffusion von Fremdatomen aus der Gas- oder Flüssigkeitsphase erfolgen. Damit nicht der gesamte Wafer p-dotiert wird, muss man vorher eine Diffusionsmaske aufbringen, zum Beispiel aus Siliziumdioxid. Das wird durch Oxidation direkt aus dem Halbleitermaterial erzeugt. Ein Grund, warum man zu Silizium übergegangen ist, weil das bei Germanium nicht so einfach möglich ist. Man muss jetzt die Maske an der Stelle öffnen, wo die Diffusion erfolgen soll. Das Verfahren kennen jetzt alle, die schon mal selbst Platinen geätzt haben. Auf einer Zentrifuge wird eine dünne Schicht aus Fotolack aufgebracht, dann mit einer Fotomaske belichtet und an den belichteten Stellen der Lack entfernt. An den Stellen kann jetzt das Siliziumdioxid weggeätzt werden und die Dotierung erfolgen.
Dabei muss man berücksichtigen, dass die Diffusionszone auch unter die Maske geht und sich bei jedem folgenden Hochtemperaturschritt weiter ausdehnt. Anschließend wird die Maske wieder entfernt und es gibt eine neue Maske für den Kollektor und Emitteranschluss. Die werden jetzt sehr stark mit fünfwertigen Atomen N dotiert. Als Gase kommen da zum Beispiel in Frage Phosphin oder Arsen, ein sehr giftiges Gas. Es soll etwas nach Knoblauch riechen, allerdings würde ich das nicht ausprobieren, denn bei einer Gaskonzentration, wo man das riecht, ist man eigentlich schon tot. Deshalb durften wir damals beim Praktikum nie mit einer Knoblauchfahne erscheinen. Jetzt müssen die Anschlüsse noch kontaktiert werden. Dazu bringt man eine Metallschicht auf, entweder durch Verdampfen oder durch Abtragen von der Quelle durch einen Ionenstrahl, das sogenannte Spattern. Danach wieder eine Maske aufbringen und das Metall überall dort wegätzen, wo es nicht hingehört. Wie man sieht, ist der Aufbau des Kollektors jetzt ein klein wenig anders als vorhin. So kann man aber den Kollektor und Emitteranschluss gleichzeitig machen. Die weniger dotierte Zone zwischen Kollektor und Basisanschluss sorgt dafür, dass die Kollektorsperrspannung ausreichend hoch wird. Mit der gleichen Technologie kann man jetzt ganze elektronische Schaltungen erzeugen, wobei die natürlich aus noch viel mehr Schichten bestehen und wesentlich mehr Arbeitsschritte erforderlich sind. Dabei hat jeder folgende Arbeitsschritt Auswirkungen auf die davor. Bei jeder Erwärmung dehnen sich die schon vorhandenen Dotierungsgebiete weiter aus und die Konzentration sinkt. Die Kunst besteht darin, alle Prozessschritte so aufeinander abzustimmen, dass am Ende das Ergebnis dabei rauskommt, was man haben will. Das war nur ein grober Überblick über die Herstellungstechnologien. Es gibt noch einige andere Verfahren, zum Beispiel kann man Halbleiter auch mittels Ionenimplantation dotieren. Aber das würde jetzt zu weit führen. Unterhalten wir uns mal über ein paar Probleme, die bei der immer mehr fortschreitenden Miniaturisierung auftreten. Wir sind heute ja in der Lage, Schichten aufzubringen in der Stärke eines Atoms. Wir stoßen also mittlerweile an die physikalischen Grenzen. Warum will man eigentlich immer mehr miniaturisieren? Ob der Chip hier drin eine Größe von 1 Quadratmillimetern oder 5 Quadratmillimetern hat, ändert an der Größe des Schaltkreises nicht viel. Auch hier ist es hauptsächlich wieder eine Kostenfrage. Je kleiner, umso mehr Schaltkreise bekommt man aus einem Wafer. In jedem Einkristall gibt es auch Fehler, die den Schaltkreis unbrauchbar machen. Je größer die Fläche, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Fehler auftritt. Könnte man auf der gleichen Fläche 10 Schaltkreise herstellen, würde man immer noch 9 brauchbare Schaltkreise bekommen. Es ist also auch eine Frage der Ausbeute. Wenn wir uns den Miniaturisierungsgrad ansehen, dann sind wir heute schon bei Strukturbreiten von rund 10 Nanometern angekommen. Das liegt weit unter den Wellenlängen der Strahlen, mit denen man die Masken belichtet. Je kleiner die Strukturen, umso kürzer müssen auch die Wellenlängen werden. Früher nahm man zur Belichtung Quecksilberdampflampen, heute benutzt man UV- oder sogar Röntgenstrahlung. Ein weiteres Problem ist die Beugung der Strahlen an den Kanten der Fotomaske, wodurch die Ränder unscharf werden. Beim Ätzen von Strukturen wird die Maske auch immer etwas unterätzt und die Strukturen dadurch größer. Durch anisotrop wirkende Ätzmittel kann die Unterätzung minimiert werden. Was bedeutet anisotrop? Beim isotropen Ätzen wirkt das Ätzmittel in alle Richtungen gleich, beim anisotropen Ätzen ist die Wirkung von der Kristallrichtung abhängig. Kleine Story am Rande, was passiert, wenn man die Richtung vertauscht? Bei der Laserdiodenentwicklung mussten wir damals nach der Fertigung die einzelnen Chips aus dem Kristall bekommen. Zuerst wurde der in kurzen Abständen angeritzt. Wenn man jetzt an der Stelle einen leichten Druck auf einer weichen Unterlage ausübt, kann man auf die Art einzelne Streifen abspalten. Die entstehende Bruchkante ist perfekt gerade auf ein Atom genau. Dadurch entstehen zwei absolut parallele Flächen, die perfekt als Spiegel für das Laserlicht sind. Aus den Streifen mussten jetzt die einzelnen Chips herausgelöst werden. Dazu war auf der Rückseite eine V-förmige Nut eingeätzt. Mit etwas Druck sind die Kristalle genau an der Spitze der Nut gebrochen. Wenn die Kollegen aber versehentlich die Ätzmaske in die falsche Richtung aufgebracht hatten, sah das Ergebnis so aus und die Chips sind gebrochen, wie sie wollten. Man darf auch nicht vergessen, dass durch die kleinen Leiterstrukturen im Halbleiter auch Ströme fließen müssen. Wenn durch einen Leiter mit 10 x 10 Nanometern ein Strom von nur einem Nanoampere fließt, entspricht das einer Stromdichte von 10 Ampere je Quadratmillimeter. Das ist mehr als bei meinem Herdanschlusskabel in der Küche. Bei einem Transformator rechnet man mit einer maximalen Stromdichte von 2,5 Ampere je Quadratmillimeter, damit der nicht zu heiß wird. Bei so hohen Stromdichten kann es zur Elektromigration kommen. Das heißt, das Leitermaterial wird mit dem Strom quasi mitgerissen und abgetragen. Dadurch wird der Leiterquerschnitt dann noch geringer und die Stromdichte steigt weiter. Das ist dann oft der Anfang vom Ende des Schaltkreises.
Auch die elektrischen Feldstärken werden schon bei kleinen Spannungen auf engstem Raum sehr groß, was zu Überschlägen führen kann. Also praktisch haben wir die Grenzen der Miniaturisierung eigentlich erreicht. Am Schluss will ich nochmal den Kreis schließen. Mittlerweile gibt es wieder Versuche, Germanium als Grundmaterial zu verwenden. Denn es gibt einen großen Vorteil, den wir hier noch nicht angesprochen haben. Mit Germanium lassen sich Bauelemente mit wesentlich höherer Grenzfrequenz herstellen. Also zum Beispiel schnellere Prozessoren. Was keine Zukunftsmusik mehr ist, sind Transistoren aus einer Silizium-Germanium-Legierung bzw. Silizium-Germanium-Carbid. Mit denen erreicht man mittlerweile Grenzfrequenzen von mehr als 100 GHz. Ich bin gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren weiterentwickelt und ich hoffe, dass euch dieser kleine Einblick in die Halbleitertechnologie gefallen hat. Wenn ja, gebt mir ein entsprechendes Feedback und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Video wieder.